Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin momentan im 8. Monat schwanger mit Zwillingen. Ich habe euch ja in dem einen Beitrag geschrieben, dass es Mädchen und Junge werden und ja, ich bin trotzdem immer noch am Malen und habe jetzt mal wieder die Energie gefunden, auch mal wieder mitzufilmen und ja, solange ich das natürlich jetzt noch kann, nehmt es gerne mit und danach muss ich natürlich schauen, wie es mir geht und wie ich das zeitlich dann unterbringen kann. Aber dann wird natürlich erst meine Babypause kommen. Aber vielleicht schaffe ich ja noch ein bisschen was vorher. Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, eine ganze Serie an impressionistisch abstrakten Waldgemälden zu malen. Ich habe davon auch schon was in meinen Shop hochgeladen. Ich habe natürlich das jetzt nicht alles mitgefilmt, aber falls euch interessiert, was das ist, dann schaut da gerne mal rein. Und das ist jetzt eines von denen. Das Gemälde heißt Wilderness, also es ist wirklich ja, sehr verwunschen und ja, wie so ein Stück Wildnis irgendwie. Und sowas inspiriert mich einfach gerade total und es entspannt mich auch so ein bisschen. Ich habe euch die Farben, die ich dafür benutzt habe, in die Videobeschreibung geschrieben und hoffe, ich habe da nichts vergessen. Auf jeden Fall habe ich jetzt für mich entdeckt, dass ich auch öfter mal mit richtigen Premium-Farben malen möchte und habe da einfach ein paar ergänzt. Das sind zum Beispiel diese von Bösner. Ist nicht gesponsert oder sowas. Also ich wollte die einfach mal ausprobieren und eben gucken, wie da die Farbabgabe ist. Und das ist einfach ja ein sehr schönes Malen, kann ich nur sagen. Es ist natürlich auch dann teurer, aber ich finde, es lohnt sich, wenn man sich so ein bisschen ein Upgrade geben möchte. Ich hatte irgendwann letztens auch mal die Frage bekommen, ob ich eigentlich mit Künstlerfarben malen würde. Und ja, natürlich male ich mit Künstlerfarben, also auch die aus der Basic-Serie, sage ich jetzt mal, zum Beispiel hier Liquitex oder so. Ja, das ist eher eine Basisqualität, aber ich finde immer noch, dass die eine schöne Farbabgabe haben und dass man die durchaus auch benutzen kann. Vor allem, wenn man seine Gemälde nicht für irgendwie 3.000 aufwärts oder so verkaufen möchte. Und die sind genauso Künstlerfarben wie jetzt diese Premium, aber die sind meistens halt stärker pigmentiert oder haben noch besondere Farbpigmente enthalten und sind dadurch auch etwas geringer im Verbrauch. Ja, würde ich jetzt vielleicht nicht für die große Fläche oder so benutzen, aber ich finde, man kann immer alles mischen, so ein paar Premium-Farben mit ein bisschen mehr Basic-Farben. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich auch Farben kennengelernt habe, die etwas günstiger sind oder wirken, die aber trotzdem eine sehr gute Farbabgabe haben. Also das schließt sich alles überhaupt nicht aus. Und die Qualität kann auch gut sein, wenn die Farbe jetzt nicht irgendwie 30 € pro 100 Milliliter kostet oder so. Also so viel sei dazu gesagt. Das ist einfach meine Erfahrung und ja, da macht jeder halt seine eigenen Erfahrungen mit, denke ich. Ich glaube, allgemein kann man sagen, dass Farben, die so im mittleren Bereich liegen, meistens eigentlich immer ganz gut taugen. Ich würde jetzt nicht meine Acrylfarben bei Teddy oder so kaufen. Das habe ich alles ganz am Anfang auch schon ausprobiert oder bei Action oder so, aber die sind echt nicht gut. Also kauft die bitte bloß nicht. Dann kauft lieber von Bösner oder so die Studio-Marke. Die sind auch nicht allzu teuer. Trotzdem kann ich eher die richtigen Markenartikel tatsächlich empfehlen. Also sowas wie Liquitex oder auch die Miden, Heavy Body Farben, Winsor & Newton oder was habe ich denn sonst immer noch? Ja, dieses Art by Rico Design, was man bei ID Shop bekommt. Also die benutze ich auch schon immer und finde ich auch immer noch gut. Und die sind jetzt auch nicht sehr hochpreisig. Also das sind wirklich gute Farben, mit denen man lange hinkommt und ja, man muss jetzt natürlich nicht gleich das Allerteuerste kaufen. Ach so, Amsterdam und Dala Rowney sind natürlich auch super, also die man einfach so in dem Künstlerbedarf bekommt auch. Das ist eigentlich alles ganz in Ordnung, würde ich sagen. Amsterdam ist auch sehr beliebt bei mir, also da habe ich auch immer sehr viele Farben von.
Vielleicht mache ich da irgendwann auch noch mal so ein Video drüber. Ich glaube, ich hatte auch schon mal ein Video über Acrylfarben gemacht, wo ich meine Erfahrungen geschildert habe, aber ich kann das ja irgendwann noch mal im Update sozusagen hochladen. Naja, mal gucken, wozu ich überhaupt komme dann. Jetzt, wo ich hier dieses Bild gerade male, fällt mir auch meine Lieblingsfarbkombination ein, die ich in letzter Zeit für mich entdeckt habe. Und das ist ein Grün namens Viridian Hue, zusammen mit einem Raw Umber, also einem rohen Umbra sozusagen. Oder wie heißt es nochmal? Umbra Natur, genau. Das ergibt einen richtig schönen, warmen, dunklen Grünton. Und den habe ich so oft jetzt schon verwendet bei meinen Gemälden. Ich sage ja, man lernt immer dazu und je mehr man sich einfach mit einem Thema beschäftigt, also zum Beispiel jetzt eben Waldgemälde oder so, desto mehr lernt man dann einfach. Und einen weiteren Farbton, den ich wirklich sehr gerne und häufig benutzt habe, auch für viele Meeresgemälde oder so Sonnenuntergangsgemälde, ist Neapelgelb hell oder auch Neapelgelb dunkel. Das ergibt einfach so einen richtig schönen, warmen, ja, Glow. Und wo man immer gedacht hat, ja, aber die Stelle ist ja hell, da müsste doch eigentlich weiß rein. Meistens ist es dann in der Farbharmonie eben nicht so, sondern man sollte eher das Ganze in Abstufungen machen und entweder Farben mischen, so wie ich das hier zum Beispiel gerade mache, dass ich das Mischweiß, was ich hier habe, einfach in die vorhandenen Farben mit reinmische, sodass Zwischentöne entstehen. Oder man arbeitet einfach mit anderen hellen, warmen Tönen. Also man kann dem Titanweiß, wenn man jetzt ein deckendes hat, zum Beispiel einfach einen ganz kleinen Klecks Sienna oder so mit reinmischen und vielleicht ein bisschen Zitronengelb, aber halt wirklich immer nur ganz, ganz wenig. Und dann hat man auch einen schönen warmen Weißton, der eben nicht so unnatürlich kalt wirkt. Ja, das sind alles so Sachen, die habe ich mir in den letzten Wochen noch mal ein bisschen mehr angeeignet, versuche da auch mich weiterzuentwickeln und ja, man lernt nie aus. Einen weiteren Tipp, den ich weitergeben möchte, ist, dass man Farbtöne immer ein bisschen abmildern sollte, also nicht straight from the tube, also nicht direkt aus der Tube sozusagen auftragen sollte. Ist jetzt nicht so, dass ich das nie mache. Es kommt halt auf den Farbton an und wie sparsam der eingesetzt wird, aber gerade für flächige Sachen immer einen ganz kleinen Tick Umbra Natur mit rein oder Payne's Grey zum Beispiel, wenn man das ein bisschen einfach abmildern möchte, die Farbe, dass es natürlicher wirkt. Also gerade bei Landschaftsgemälden, ich finde aber auch bei abstrakten Gemälden ist es so ein ganz guter Tipp. Überhaupt bin ich ja auch immer ein Fan davon, dass man große Farbflächen nicht zu einheitlich gestaltet. Also es sollten immer so kleine Abstufungen mit drin sein. Ich erreiche das zum Beispiel, indem ich die Farben mit dem Malmesser ineinander ziehe. Man kann es natürlich auch anders machen, man kann es auch auftupfen oder so. Das bleibt natürlich einem selbst überlassen, aber ich male ja am liebsten nass in nass und ja, so entstehen dann halt schöne Zwischentöne und die Farbe wirkt nicht so flach. Das ist auf jeden Fall ein super Tipp, den ich auch schon öfter gegeben habe. Aber falls ihr zum Beispiel das erste Mal hier seid, dann hört ihr den jetzt einfach nochmal neu und vielleicht hilft euch das ja auch. Und was ich auch schon öfter gesagt habe, ist, bei Landschaftsgemälden ist es ganz wichtig, dass man vorzeichnet, einfach damit die Komposition am Ende stimmt, weil sonst hat man da einfach irgendein Gewurstel
und das sieht dann halt nach nichts aus. Also es muss schon ein bisschen eine Komposition haben, das Ganze. Deswegen einfach lieber noch mal ein bisschen Zeit vorher nehmen, um vorzuzeichnen. Ich mache das ja auch gerne mit diesen Acrylmarkern, weil ich dann einfach ganz klar sehe, hier ist die Linie. Kann man auch mit Bleistift machen, aber dann ist es natürlich nicht so plakativ. Und bei mir ist es sowieso dann egal, wenn ich das so leicht abstrakt, impressionistisch gestalte. Hier habe ich gerade zum Beispiel eine Farbschicht entfernt und man sieht auch die rote Farbe unten drunter. Aber es kommt ja auch wieder was oben drauf, also das wird damit dann ausgeglichen. Aber so habe ich halt immer eine Leitlinie und so ein bisschen was, woran ich mich orientieren kann. Leute, ich habe ja schon einige Abonnenten hier auf YouTube bekommen und habe aber auch schon seit einiger Zeit einen Instagram-Kanal. Also falls ihr mal möchtet, schaut da gerne mal auch vorbei. Ich habe den auch in der Videobeschreibung verlinkt. Also ihr könnt mir da gerne einfach auch folgen. Ich werde da auch meine Gemälde, die ich so gemalt habe, einstellen. Vielleicht noch mal so ein paar Hintergrundsachen auch einstellen, also für ein bisschen mehr Content beziehungsweise abwechslungsreicheren Content eignet sich dann ja Instagram ganz gut. Bin ja eigentlich immer nicht so ein Instagram-Fan gewesen. Ich hatte auch sehr lange kein Instagram mehr, weil mich das einfach irgendwie überfordert hat. Also hier YouTube und dann auch noch Instagram und irgendwie ist das alles so schnelllebig und ich mag ja eigentlich lieber etwas langsamere und ruhigere Videos, also so richtig, ja, ein ausgereiftes Projekt, sage ich jetzt mal, und nicht diesen Shortform-Content. Da weiß ich immer nicht so genau, was ich von halten soll. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mir da folgen könntet. Also so viel zum Thema Instagram. In die dunklen Bereiche habe ich jetzt auch noch mal bewusst ein bisschen Raw Sienna, also Sienna-Natur mit reingebracht, einfach um da so ein paar Farbkleckse zu haben, die ein bisschen erdig aussehen, damit das Bild nicht allzu kühl wirkt. Und ich finde das gerade in den dunklen Stellen immer sehr schön, wenn so ein ganz leichter Tick von so einem Orange oder so einem Dunkelrot oder so noch mit drin ist, weil das einfach fürs Auge irgendwie angenehmer ist. Ja, und hier kann man natürlich auch noch mal so ein bisschen tupfen, wenn man noch ein paar Effekte mit reinbringen will. Um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefe zu geben, habe ich jetzt hier zum Beispiel auch ein schönes sattes Hookah-Screen genommen. Das ist zum Beispiel von Liquitex, was auch eine sehr gute Farbabgabe hat und so leicht transparent ist. Das heißt, man kann es immer sehr gut auch mit dem Umbra Natur zum Beispiel mischen. Und dann noch ein Hauch Payne's Grey. Und ich glaube, ich habe hier auch noch das Olivgrün mit reingemischt von Bösner, also von der Premium-Marke. Und das ergibt halt auch so richtig schöne dunkle Grüntöne, die ja einfach total schön waldig und satt wirken. Und ich liebe einfach solche Grüntöne, die sind so richtig gemütlich irgendwie. Ich finde das einfach immer wieder richtig schön beruhigend und entspannt, wenn man beim Malen in diesen Flow kommt und dann einfach so richtig im Moment ist. Danach merke ich immer, wie tiefenentspannt mich das eigentlich macht. Ich meine, ich kann ja jetzt auch gerade wirklich nicht lange stehen. Ich versuche das natürlich dann auch zu reduzieren und setze mich dann auch immer mal zwischendurch hin und so. Aber es ist einfach, man merkt das dann kaum, weil man in so einen Flow gekommen ist und das ist richtig schön. Das ist das Schöne am Malen, finde ich. Hier deute ich jetzt mit meinem Malmesser auch noch mal so ein paar Bäume an, damit das Ganze noch wilder aussieht. Also hier mit diesen etwas helleren Stellen und dann dunkel auf der anderen Seite und auch selbst in diesen
Baumstämmen sind innerhalb der dunklen Stellen immer noch mal ein paar andere Farbtöne mit drin. Und das ergibt dann auch wirklich so einen etwas natürlicheren Look. Und das macht das Ganze irgendwie interessanter. Ich habe natürlich auch noch meine Seiten bemalt, das habe ich jetzt aber nicht mitgefilmt. Und hier könnt ihr schon das Endergebnis sehen. Ja, einfach ein richtig schöner, wilder Naturwald. So ein richtig schöner, ursprünglicher Wald, wie man ihn sich wünscht. Und ja, hat auch einen Hauch Sommer noch mit drin, aber geht schon fast in Richtung Herbst. Und wenn ihr meine nächsten Videos seht, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass es Richtung Herbst geht. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video inspiriert und gefallen. Lasst mir sehr gerne einen Like da und schenkt mir ein Abo, auch übrigens gerne bei Instagram. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal und sage wieder Ciao und bis dann.